Rita bei ihrer Arbeit in Hogwarts. Wir sind schon gespannt, was sie dort vorhat. Das interessiert uns aber heute nicht die Bohne. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Bricks Go Wild und einem kleinen Update zur Untergrundbahn. Ihr habt es ja vielleicht im letzten Video gesehen, ich war da fleißig am Arbeiten. Es ist ein wenig was passiert und was das genau ist, das zeige ich euch heute. Wir sind am Stadtplatz und ihr seht schon, oder ihr seht noch nicht, aber gleich, wenn wir mit der Kamera ein bisschen nach unten schwenken, dann steht dort ein Zug. Das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht der dann als U-Bahn fungieren wird, aber ich habe ihn jetzt mal probehalber hingestellt, um zu schauen, wie sich das mit der Höhe ganz gut ausgehen wird. Vielen Dank auch an Assistentin Frau Rita fürs Halten der Bretter, fürs Reichen der Schrauben, fürs Besänftigen des Gemüts. Es war nicht einfach, hier diese Untergrundkonstruktion so weit fertig zu bekommen, wie sie jetzt dasteht, aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein damit. Wir haben hier jetzt, wie ihr vielleicht im letzten Video, wo ich euch gezeigt habe, was ich vorhabe, diese beiden großen Bretter 120 x 60 cm aneinander platziert, hier mit diesen doppelten Stuhlwinkel, die sind sehr fest, also das hält wirklich wahrscheinlich die mehrere Tonnen schweren Züge aus, so wollte ich sagen. Ich habe das jetzt mehr oder weniger genauso gestaltet, wie wir das besprochen haben beim letzten Mal. Danke auch noch auf jeden Fall für eure Kommentare, die haben mir beim Bau sehr geholfen. Wir haben hier jetzt also ein wunderbares Fenster, wo man reinschauen kann, wo dann so in der Mitte zwischen den zwei Gleisen ein großer Bahnsteig stehen wird, mit vielleicht Snackautomat, Lift oder Treppe, vielleicht ein kleiner Ticketschalter. Wir werden sehen, was sich da alles ausgehen wird. Ihr habt gesehen, ich plane hier hellgraue Bodenplatten zu legen. Zuerst wollte ich dunkelgraue nehmen, da hätte ich sogar noch ein paar mehr gehabt, aber dann wird das Ganze ziemlich dunkel dort unten. Man sieht so schon nicht so gut rein, vielleicht kommt da sowieso irgendeine Art Beleuchtung rein. Dort hinten, wo die Lokomotive des Zugs steht, wird dann noch die Kehre kommen. Da bin ich jetzt noch nicht weiter, weil die Schienen noch nicht gekommen sind. Da werden wir aber diesen Kurvenradius auf jeden Fall nehmen, dass sich das auf dieser Platte ausgeht. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch noch, dass wir das zweite Gleis ein bisschen länger gerade machen. Das ist jetzt noch die alte Konstruktion. Ihr seht, das würde sich auf jeden Fall noch ausgehen. Bis mindestens in der Mitte dieses Zuges und dann würde es sich hier perfekt ausgehen, dass wir zwei ganze Züge an den Bahnsteigen stehen haben und die Leute nicht nur bei einem Bahnsteig bei einem Waggon aus- und einsteigen können vom Bahnsteig her. Also das würde sich ganz gut ausgehen und auch von der Höhe her denke ich mal, dass wir es ganz gut erwischt haben. Man muss bedenken, hier an den Bereichen, wo hier so eine Stütze unterquert wird, ist natürlich die Höhe nicht ganz so aber es geht sich dennoch sehr schön aus, denke ich. Ein paar Züge von Lego sind ja um 1-2 Noppen höher, glaube ich. Jedenfalls der neue scheint mir ein wenig höher zu sein als diese hier. Das geht sich aber, denke ich, ganz gut aus. Ja, also hier hinten kann der Zug umdrehen. Es geht dann hier weiter an der Weiche und in eine Linkskurve. Hier haben wir also auch das große Brett montiert, damit wir hier einfach Platz haben für die Kurve. Ich habe ja eigentlich geplant, dass wir dort hinten noch irgendeine Art Untergrundkonstruktion einbauen, wie wir damals vorgestellt haben, so eine Art Kanalisation oder irgendein Geheimversteck von Superhelden. Da seid natürlich auch sehr gerne ihr wieder gefragt. Das heißt, wir haben hier eigentlich noch relativ viel Platz, dass wir dieses Diorama noch ausweiten. Genauso hier, wo die Kurve ist, haben wir natürlich am Eck noch Platz für irgendwas, ein Lastenlift, wo, keine Ahnung, die Arbeiter runterfahren können oder irgendwelche, ja, ich weiß es nicht, da lassen wir der Fantasie noch freien Lauf. Und dann geht es hier nach hinten. Ihr seht, wenn wir den Blick in Richtung Ritas Minifigurenkästen schweifen lassen, dort haben wir jetzt diese Bretter montiert, auch wieder mit diesen Winkeln. Ich habe versucht, sie an allen Stellen, wo es möglich war, auf die Hinterseite zu montieren. Hier vorne auf der Ecke ging das natürlich nicht, da sonst sich das Brett so weit durchbiegen würde. Aber hier natürlich überall
sehr schön verbaut, wie ich finde. Wir haben jetzt also zwei dieser Terrassendielen genommen. Es ist ziemlich breit, jetzt über 20 cm. Es würde sich sogar noch ein zweites Gleis ausgehen. Dann wäre aber weniger Platz für die Geschichte mit diesem Podest, welche Rita ganz gern einbauen würde, denn dann hätte sie wieder Platz für Minifiguren. Mit einer zweiten Schiene hätten wir dann hier natürlich keinen Platz mehr für ein großes Podest, aber das werden wir uns noch ausrechnen. Das, was hier jetzt noch kommt, sind Bodenplatten. Und zwar ist es so, hier geht sich zwar keine ganze Bodenplatte aus, aber wir machen das jetzt dann, sagen wir mal, auf die russische Art. Wir werden eine ganze einfügen und hier abschneiden. Dann bleiben uns, ich glaube, 8 oder 9 Noppen übrig. Und wenn ihr hier hinten mit mir reinschaut, dort seht ihr, dass ich habe hier zwei Platten hingelegt und hier würden sich genau noch so ungefähr 8 oder 9 Noppen ausgehen. Das heißt, die Ränder, die wir abgeschnitten haben, passen dann genau dort vorne noch in die Lücke rein. Da muss ich die Platten aber erst bestellen. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt mal einfach zum Probieren ein paar Schienen aufgelegt. Wir haben hier also, wie ich euch das im letzten Video auch gesagt habe, doppelt, dass der Zug hier entspannt um die Kurve fahren kann. Übrigens, das Schienenlayout ist bei weitem noch nicht final. Ich habe das jetzt einfach nur mal so aufgelegt, weil es mich selbst interessiert hat. Und vielleicht habe ich mir gedacht, interessiert euch das auch, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt von der Größe her und vom Layout, wie sich das ausgeht. Ich habe hier mal eine Weiche eingefügt. Vielleicht kommt hier noch eine kleine ein Abstellgleis oder vielleicht geht es auch hier rein in einen anderen Tunnel, dass hier eine andere Linie ist oder sowas in die Richtung. Es geht dann hier relativ gerade nach hinten. Hier ist also von dem her nichts so Spezielles mehr. Diese Latten haben wir so etwa im Abstand von 1,5 bis 2 Metern angemacht. Und hier haben wir dann mit unserer Arbeit aufhören müssen. Ihr seht, hier haben wir eine provisorische Stütze, denn hier fehlt noch einer dieser Winkel und auch dieses letzte Brett dort vorne, wo dann mehr oder weniger noch ein kleiner Bahnhof hinkommt, der Endbahnhof, und wo dann auch der Zug wieder umdrehen wird. Dieses Brett haben wir jetzt momentan noch nicht fixieren können, weil wir eben keine dieser Eisenwinkel mehr haben. Die werde ich aber nachkaufen, nur der Baumarkt meines Vertrauens hatte leider letztes Mal nicht genug und ich habe einfach mal die mitgenommen, die sie gehabt haben. Weil ich testen wollte, ob das überhaupt so funktioniert, sonst hätte ich die nämlich wieder zurückgeben können. Es sieht auf jeden Fall so ganz cool aus, denke ich. Ist sicher eine ganz nette Sache. Hier werden wir dann also, was macht Rita? Eine ganz nette Sache ist wahrscheinlich untertrieben. Denn wir haben so viel Arbeit reingesteckt, wenn das nicht eine super Sache ist. Ja. Da hat Rita recht, wir sind mehrere Tage lang schon dort am Arbeiten, haben x-mal gesägt. Erst heute habe ich wieder diese Bretter abgesägt, weil es sich irgendwie nicht ganz ausgegangen ist. Geklebt, geschraubt, keine Ahnung was. Es war relativ viel Arbeit, aber ich denke mal, dass sich das gelohnt hat. Das heißt, wir werden jetzt hier dann diese Bodenplatten, diese abgeschnittenen, noch draufsetzen. Dann schauen wir, ob wir es bei einem Gleis belassen oder hier noch ein zweites Gleis aufbauen. Was auf jeden Fall noch kommt, ist, wir haben ja, ihr habt es gesehen, 8000 dieser Mauersteine bestellt. Ich weiß nicht, wie weit wir da kommen, wahrscheinlich reicht es gar nicht, aber mit diesen 8000 Mauersteinen können wir dann bestimmt hier die Hinterwand mehr oder weniger mauern und da werden wir versuchen natürlich auch so viele Details wie möglich einzubauen, dass hier ja auch Kanalisationsrohre verlaufen, irgendwelche geheimen Türen, wo keiner weiß, wo es hingeht, vielleicht auch die eine oder andere kleine Side-Story, die hier erzählt wird. Vielleicht machen wir irgendwo auch noch einen kleinen Stopp, wo der Zug stehen bleiben kann. Ich denke, es würde sich hier anbieten unter der Parkgarage, dass man noch eine kleine Station einbaut. Da müsste man halt schauen, ob man dann irgendwie nach oben kann. Müsste man schauen, ich weiß es jetzt nicht, aber wir sind da natürlich auch gewillt, irgendein kleines Kaffeehäuschen oder sowas auf die Seite zu geben, um dann einen Aufgang für die U-Bahn zu haben. Ja, also das ist mal soweit, wie wir jetzt gekommen sind. Ihr merkt an meiner Stimme, ich bin etwas erschöpft, ich brauche jetzt Kaffee. Rita, glaube ich, will auch schon die längste Zeit wieder eine Kaffeepause machen. Soweit also dazu. Wir haben jetzt übrigens auch keine geraden Schienen mehr, also 9-Volt-Schienen haben wir noch ein paar, aber keine Power-Function-Schienen mehr. Das sind alles Kurven und auch ja, Flex-Tracks, die
brauchen wir hier eher weniger, wobei vielleicht ein paar Flex-Tracks dann noch für die Feinarbeit. Das heißt, da müssen wir auch noch welche nachkaufen. Das dürfte aber nicht das große Problem sein. Hoffentlich sind die nicht zu teuer. Werden wir mal ausrechnen ungefähr, wie viele wir da brauchen. Wenn ihr unbedingt meint, dass das eine Doppelgleisanlage werden muss, dann brauchen wir natürlich noch ein paar mehr. Aber das werden wir uns dann anschauen. Ich finde auf jeden Fall, dass das Layout hier jetzt noch um eine Facette reicher geworden ist. Also danke für eure Kommentare, die immer wieder uns aufgezeigt haben, dass Wild City einfach eine U-Bahn braucht. Ihr habt recht, das Layout lebt irgendwie davon, dass das hier viel passiert und natürlich auch davon, dass viel auf verschiedenen Ebenen passiert. Unser Layout ist ja doch relativ flach und alleine schon der Wolkenkratzer hat immens zur, ja, Interesse, wie soll man sagen, zum Interesse an der gesamten Stadtentwicklung beigetragen. Also das ist eine ganz coole Sache und genauso, wenn wir jetzt in den Untergrund gehen, dann denke ich, dass man dort auch viele coole Sachen machen kann. Wir haben auch noch ein paar Platten, das ist auch schon vorhergesehen gewesen von mir, weil ich da gleich ein paar mehr bestellt habe. Da haben wir was anderes noch geplant, aber es wären auch noch Platten übrig, das heißt, wir können die auch noch anderweitig verbauen. Jetzt schauen wir noch, was Rita macht, weil die ist dort, wo der Zug steht. Da bin ich immer ein bisschen achtsam und ängstlich, aber sie greift ihn nicht an. Sie ich bin ist auf der Suche nach Mauersteinen. Ich habe mir überlegt, ob ich diese Figuren nicht auf ein Podest stellen soll. Aber ich habe noch nicht die richtige Idee, wohin und wie und was. Aber ich finde, die haben ein Podest noch. Aber ich hätte jetzt gerade hellgraue Mauersteine gesucht und habe sie noch nicht gefunden. Hätten wir genug, aber die habe ich alle auf die Seite gegeben, weil ja damit natürlich die U-Bahn ja, gemauert wird, aber ein paar kannst du haben. Dunkelgrau gibt es natürlich auch. Das sind die goldenen Minifiguren aus den neuen Harry Potter Sets, wenn ich mich nicht täusche. Ja, total cool. Ja, so viel auf jeden Fall heute zu unserer U-Bahn. Bitte schreckt euch nicht, wenn so wie hier ihr in der nächsten Zeit ein paar umgefallene Figuren sehen werdet. Es ließ sich leider nicht vermeiden, dass hier der ein oder andere Bewohner unserer Stadt umgefallen ist, weil wir doch von der Unterseite her immer wieder gebohrt haben, gehalten, geschlagen, alles Mögliche. Aber jetzt stellen wir alles wieder auf und ich hoffe, euch gefällt hier dieser Fortschritt. Man sieht auf jeden Fall schon ein bisschen was und das gibt uns natürlich jetzt wieder noch mehr Stadtfläche, was eine sehr coole Sache ist. Ja. Rita, du darfst das Schlusswort sagen. Bohrt auch ihr ein Brettchen an und baut eine U-Bahn. Und lasst dann eure Züge fahren im Untergrund. Ganz weise Worte. Ich habe übrigens das neue T-Shirt aus dem Legoland an, welches mir perfekt gefällt und passt auch natürlich. Ja. Und ja, jetzt wird es Zeit für einen Kaffee. Macht auch ihr was Cooles, baut was Schönes und lasst eure Züge fahren. Bei uns fährt demnächst hoffentlich bald schon die erste Fahrt der Wild City U-Bahn. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.